Fragst du dich auch, wie zur Hölle spiele ich zu 0 in IEFC? Hier ist deine Antwort in 10 Tipps. Mache Druck auf deinen Gegner, ohne deine Formation aufzulösen. Dazu hast du 2 Optionen in IEFC. Erste Option, mit R1 gedrückt halten, Pressing. Einer deiner Spieler macht Druck auf den Gegner. Hier steuere ich zum Beispiel weiter meinen Innenverteidiger Virgil van Dijk und über R1 gedrückt halten mache ich Druck auf den Gegner und störe ihn außen. Zweite Option, partielles Pressing. Dadurch stellen 2 deiner Spieler die nächsten Passwege zu. Dafür tippst du R1 an und hältst dann R1 gedrückt und die beiden Spieler mit dem blauen Icon auf dem Kopf, die stellen dann eben die Passwege zu. Super geeignet zum Beispiel für solche Situationen, um im Mittelfeld, um vorne schon zu attackieren, ohne dass du Risiko eingehst. Zweiter Tipp, abdrängen. Mit L2 auf der Playstation oder LT auf der Xbox kommst du ins Abdrängen. Wenn du dabei gleichzeitig noch R2 oder RT auf der Xbox gedrückt hältst, bist du im schnelleren Abdrängen. Du hast hier 2 ganz große Vorteile. Erstens, dein Spieler wird breiter und deckt mehr Raum ab. Zweitens, dein Spieler wird beweglicher und lässt sich so einfacher in der Verteidigung steuern. Pro-Tipp, trainiere den Wechsel vom Sprinten ins Abdrängen. Mit dem Sprinten kommst du so schnell wie möglich dahin, wo du verteidigen willst, und im Abdrängen verteidigst du dann am allerbesten. Mein Tipp hier für dich, geh in die Skill Games und übe das. Ganz wichtig für das Abdrängen sind bestimmte Stats. Warte hier auf jeden Fall auf Tipp 10, da schauen wir uns die zusammen an. Weg zum Tor blockieren, statt auf den Gegner zu gehen. Jedes Tackle, das daneben geht, jede Bewegung nach links oder rechts ist wieder eine Chance für den Gegner, an dir vorbeizukommen. Deswegen immer der erste Gedanke in der Verteidigung: Was ist der gefährlichste Weg zum Tor und wie schaffe ich es, meinen Spieler da reinzustellen, damit ich so wie hier die Schüsse, die Pässe abblocke. Tipp Nummer 4, die Grätsche. Ganz besonders gut kannst du mit der Grätsche aus dem Sprint heraus, also wenn du R2 drückst, um zu sprinten, und R2 gedrückt hältst und dann die Grätsche mit Kreis oder mit B ausführst, dann hast du einen höheren Radius. Dein Spieler kommt also weiter und kann auch an weit entferntere Gegner oder Bälle herankommen. Noch ein Pro-Tipp hier: Die Grätsche auf jeden Fall für taktische Fouls nutzen. 90. Minute, 1-1, Kontersituation, einfach den Gegner hier umnieten, eine gelbe Karte kassieren, aber wenn es dann Freistoß gibt, sind alle meine Feldspieler wieder hinter dem Ball und ich kann das hier ganz sicher verteidigen. Du hast insgesamt 3 Optionen für den Spielerwechsel und für alle habe ich eine ganz wichtige Regel für dich. Erste Option, und die nutzt du in 90% deiner Spielerwechsel, und das ist einfach mit der L1-Taste. Das geht am schnellsten und du weißt 100%, zu welchem Spieler du wechselst, nämlich immer den mit dem nächsten Spielerwechsel-Icon auf dem Kopf. Die zweite Option, der Spielerwechsel mit dem rechten Stick, den rechten Stick reindrücken und dann in eine Richtung nach oben, unten, links oder rechts. Das nutze ich persönlich zum Beispiel nur für Ecken. Deine dritte Option ist der adaptive Spielerwechsel. Je länger du den rechten Stick in eine Richtung hältst, desto weiter vom Ball aus gesehen entfernt wechselst du zu einem Spieler in dieser Richtung, wenn du den adaptiven Spielerwechsel in den Einstellungen aktiviert hast und das Ganze auf ballabhängig eingestellt hast. Die entscheidende Regel für alle 3 Optionen: Vor jedem Spielerwechsel solltest du den linken Stick zu deinem eigenen Tor ausrichten. Dadurch wird der erste Schritt nach dem Spielerwechsel deines neuen Spielers immer nach hinten gehen und du läufst nicht Gefahr, dass du aus Versehen einen Schritt raus machst. Tipp 6, du brauchst die richtigen Spieler, und in IEFC 24 bedeutet das auch die richtigen Playstyles. Damit haben Karten ja besondere Fähigkeiten und insbesondere in der Defensive sind 2 Playstyles richtig stark. Spieler mit Abdrängen kannst du leichter steuern, wenn du L2 und R2 gedrückt hältst, plus der Wandel von Sprint ins Abdrängen verläuft auch flüssiger und einfacher für dich. Alle Spieler mit Block haben eine höhere Reichweite für den Block, das heißt, sie können mehr Pässe, mehr Schüsse abblocken, mehr erreichen, und sie haben auch eine höhere Erfolgswahrscheinlichkeit, dass der Block erfolgreich ist. Sobald der Gegner den Ball in deiner Hälfte hat, kannst du den Torwart steuern, indem du den rechten Stick reindrückst und dann in eine Richtung bewegst. Sehr overpowered in Situationen, in denen der Gegner aus einem Spitzenwinkel auf dein Tor kommt und du die lange Ecke zumachen möchtest, einmal den rechten Stick reindrücken und dann einen Schritt nur maximal machen, denn der Torwart muss einmal stehen, bevor die Paradenanimation kommt, und mach das bitte nur 1, 2, 3 Mal maximal im Spiel, denn sonst antizipiert der Gegner das und geht auf die kurze Ecke. Tipp Nummer 8, Verteidigung mit deinen Mittelfeldspielern. Der Pro-Tipp ist hier sogar: Hole so lange wie möglich Stürmer, ZOMs, linkes Mittelfeld, rechtes Mittelfeld, Flügelspieler nach hinten und versuche mit denen noch hinter den Ball zu kommen. Deswegen auch je nach Formation immer deinen ZM oder ZM in der Verteidigung steuern, denn wenn du dann doch mal einen Fehler machst oder der Gegner vorbeikommt, hast du immer noch deine Innenverteidiger dahinter, auf die du entweder wechseln kannst
oder die dann noch in der Schussbahn stehen, wenn der Gegner abschließt. Die allerbeste Verteidigung in IEFC hast du durch das Abfangen von Pässen. Nutze wieder das Abdrängen mit L2 und R2, LT und RT auf der Xbox. Versuche zuerst immer im gefährlichsten Passweg zu sein, also zum Beispiel vorm 16er. Was wäre jetzt der gefährlichste Weg auf den Stürmer in den 16er? Wenn du diese Pässe schon verhinderst, kann der Gegner nur noch von außen treffen, was natürlich deutlich schwieriger ist als von innen. Noch einfacher wird das Verteidigen, natürlich mit den richtigen Spielern. Bei ZMs oder ZTMs achte auf jeden Fall darauf, dass die mal mindestens 80 Tempo ohne Shadow haben. Die besten Stats bringen dir nichts, wenn du deinen Spieler nicht schnell genug in die richtige Position bekommen willst. Und wir wollen ja vor allem mit den ZMs und ZTMs manuell verteidigen. Linksverteidiger und Rechtsverteidiger sollten auf jeden Fall über 90 Tempo haben ohne Shadow. Innenverteidiger auf jeden Fall über 80 Tempo. Und bei allen drei Positionen, Mittelfeld, Außenverteidiger, Innenverteidiger ist wichtig. Je höher die Beweglichkeit, je höher die Balance, desto einfacher lässt sich der Spieler steuern, sowohl im Sprinten als auch im Abdrängen. Schaue dir jetzt diese 4-2-3-1 an. Ich sehe dich in diesem Video. Dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.